Brücken sind ein zentrales Element der Verkehrsinfrastruktur. Seit unsere bestehenden Brücken gebaut und geplant wurden, haben sich die Einwirkungen, also die Lasten, erheblich verändert. Vor allem der Schwerlastverkehr hat zugenommen. Und das ist genau das, was die Brücken im Laufe der Zeit schädigt. Und wenn wir heute unsere alten Brücken mit neuen Regelwerken nachrechnen, dann erkennen wir bei vielen Bauwerken ein teilweise erhebliches rechnerisches Defizit. Wir gehen aber davon aus, dass eine Reihe von diesen Bauwerken Reserven besitzt. Und unser Ziel ist jetzt, das Tragverhalten möglichst wirklichkeitsnah zu ergründen, um unsere bestehenden Modelle noch etwas zuzuschärfen. Wenn uns das gelingt, können wir eine ganze Reihe von Bauwerken noch länger erhalten, ohne dabei die erforderliche Sicherheit abzusenken. Um unsere Modelle zu verbessern, sind wir derzeit dabei, umfangreiche Laborversuche durchzuführen. Wir haben uns hierzu einen ganz neuartigen Versuchsstand konzipiert. Wir können hier Beanspruchungen aufbringen, wie sie in einer echten Brücke sind. Durch diese großen Metallplatten mit den Rippen bringen wir genau die Beanspruchung auf und können den Bereich an einer Stütze, genau der uns interessiert, den können wir hier nachbilden. Und damit sind wir in der Lage, sehr effektiv viele Versuche zu fahren und systematisch Effekte zu untersuchen, was bei einer großen Brücke nicht möglich ist. Derzeit sind wir dabei, diesen Kleinversuchsstand zu kalibrieren, indem wir mit tatsächlichen Bauwerken versuchen, den in Einklang zu bringen. Das heißt, wir schauen, ob sich echte Bauwerke genau so verhalten, wie der Laborversuch uns zeigt. Und genau das war die Chance, die wir in Hammelburg wirklich einmalig hatten. Was wir gesucht haben, ist eine durchlaufende Brücke über mehrere Stützen. Und zwischen den einzelnen Stützen, den Bereich nennen wir Feld, also eine mehrfeldrige Brücke. Weil wir da die Chance haben, in mehreren Feldern neben mehreren Stützen einen Versuch zu machen. Dazu gibt es weltweit derzeit noch keinen Versuch, der bis zum Bruch gefahren wurde, dass man also versucht zu schauen, wie verhält sich das bei Annäherung an die Grenztragfähigkeit. Da wir die Brücke Hammelburg in mehreren Einzelfeldern testen wollten, mussten wir einen Versuchsstand konzipieren, der in der Lage ist, von einer Position in die andere verschoben zu werden. Und wir haben uns da eine Konstruktion überlegt, die aus einem Hauptträger besteht. Dieser Träger dient als Widerlager für Hydraulikzylinder, Hydraulikpressen, mit denen wir die Brücke belasten. Insgesamt hatten unsere Zylinder eine maximale Leistung von etwa 14 Meganewton. Das sind also 1400 Tonnen, etwa 1000 Pkw. Da mussten natürlich viele Vorarbeiten geleistet werden. Zum einen musste Messtechnik angebracht werden. Wir haben ein faseroptisches Dehnungsmesssystem. Das ist ein neuartiges Messsystem, das in diesem Umfang an Versuchen außerhalb des Labors, also am real existierenden Bauwerk, noch nie eingesetzt wurde. Zusätzlich hatten wir noch den Lehrstuhl für Geodäsie als Partner gewonnen. Die haben mit ihren Kameras die entstehenden Risse und auch die Rissbreiten der entstehenden Risse aufgezeichnet. Es war auch eine externe Firma vor Ort, die uns die Brücke in 3 Teile geschnitten hat, sodass wir 3 getrennte Elemente der Brücke in Längsrichtung hatten. Das haben wir gemacht, damit die Brücke vor Ort gut vergleichbar ist mit den bisherigen durchgeführten Versuchen und auch mit unseren Laborversuchen. Bei einem echten Bauwerk ist es nicht leicht, dieses Querkraftversagen gezielt zu erzeugen. Es ist in allen 5 Feldern gelungen. Wir haben in allen 5 Fällen Schubrisse bekommen und das ist genau das, was wir erreichen wollten. Wir haben natürlich an diesem Bauwerk umfangreiche Versuchsergebnisse erzielt und Messdaten erzeugt. Und die ersten vorläufig ausgewerteten Ergebnisse zeigen, dass die Laborversuche die Realität scheinbar sehr gut abbilden können. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die erwarteten Reserven, die unsere Modelle noch haben, sich wahrscheinlich bestätigen lassen. Und damit kann man mit verbesserten Modellen die bestehenden Brücken länger erhalten.